Hallo und willkommen. Schön, dass du heute zuhörst. Mach es dir bequem. Heute geht es um eine Wohnungsübergabe. Es geht auch um die Kaution. Diese Situation kann etwas stressig sein. Die Wohnung ist leer. Viele Dinge müssen geprüft werden. Es gibt Schlüssel, Zählerstände und ein Protokoll. Manchmal gibt es auch Fragen zu Schäden. Doch wir machen alles langsam. Wir gehen Schritt für Schritt. Du musst nichts auswendig lernen. Du musst auch nicht jedes Wort sofort verstehen. Höre einfach zu. Ein Satz kommt nach dem anderen. Manchmal hörst du ein neues Wort. Danach folgt ein Beispiel. Später kommt eine kurze Frage. So bleibt die Sprache praktisch. In unsere Geschichte begleiten wir Youssef. Youssef zieht aus seiner alten Wohnung aus. Heute gibt er die Wohnung zurück. Er möchte alles richtig dokumentieren. Er möchte alle Schlüssel abgeben. Er möchte auch wissen, wann die Kaution zurückkommt. Es gibt ein kleines Problem mit einem Kratzer im Boden. Youssef bleibt ruhig. Er sucht das alte Einzugsprotokoll. Dann kann er zeigen, dass der Kratzer schon vorher da war. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Jetzt beginnt die Geschichte. Erste. Der letzte Morgen in der Wohnung. Es ist Samstagmorgen. Youssef steht früh auf. Die Wohnung ist fast leer. Nur ein kleiner Tisch steht noch im Wohnzimmer. Auf dem Tisch liegen mehrere Dokumente. Der Mietvertrag, das alte Einzugsprotokoll, die Kündigung, eine Liste mit Schlüsseln und ein Blatt für die Zählerstände. Youssef schaut noch einmal durch alle Zimmer. Im Schlafzimmer ist nichts mehr. Im Wohnzimmer sind die Wände frei. In der Küche sind die Schränke leer. Das Bad ist sauber. Youssef öffnet jedes Fenster. Dann schließt er es wieder. Er prüft die Griffe. Alles funktioniert. Danach schaut er auf die Türen. Die Wohnungstür schließt gut. Auch die Zimmertüren sind in Ordnung. Youssef möchte nicht hektisch sein. Er nimmt sich Zeit. Er weiß, bei einer Wohnungsübergabe sind kleine Details wichtig. Darum macht er Fotos. Ein Foto vom Wohnzimmer. Ein Foto von der Küche. Ein Foto vom Bad. Ein Foto von jedem Zähler. So hat er später einen Nachweis. Um 10 Uhr kommt der Vermieter. Bis dahin möchte Youssef vorbereitet sein. Zweite. Was bedeutet Wohnungsübergabe? Das lange Wort lautet Wohnungsübergabe. Höre es langsam. Wohnung. Übergabe. Wohnungsübergabe. Bei einer Wohnungsübergabe gibt der Mieter die Wohnung zurück. Der Vermieter oder eine andere Person prüft die Räume. Beide Seiten schauen auf den Zustand. Sie lesen die Zählerstände ab. Sie zählen die Schlüssel. Dann schreiben sie alles in ein Protokoll. Youssef sagt, heute ist die Wohnungsübergabe. Ein zweiter Satz lautet, der Termin ist um 10 Uhr. Diese Sätze sind kurz. Sie passen gut zum Alltag. Eine wichtige Frage ist, wer kommt zur Wohnungsübergabe? Eine andere Frage lautet, wie lange dauert der Termin? Youssef notiert den Namen des Vermieters. Dann prüft er die Uhrzeit. So beginnt der Tag klar. Dritte. Der Vermieter kommt kurz vor 10 klingelt es. Youssef öffnet die Tür. Herr Berger steht vor der Wohnung. Er ist der Vermieter. Herr Berger sagt, Guten Morgen. Youssef antwortet, Guten Morgen.
Bitte kommen Sie herein. Herr Berger hat einen Ordner dabei. Im Ordner liegt ein leeres Übergabeprotokoll. Außerdem hat er einen Stift. Youssef zeigt ihm die vorbereiteten Unterlagen. Herr Berger sagt, gut. Dann gehen wir Raum für Raum. Youssef nickt. Beide beginnen im Flur. Der Flur ist leer. Die Wände sind sauber. An einer Stelle sieht man ein kleines Loch. Youssef erklärt, dort hing ein Bild. Er hat das Loch geschlossen. Herr Berger schaut kurz hin. Dann sagt er, das ist in Ordnung. Im Protokoll steht später, Flur ohne neue Schäden. Youssef hört genau zu. Er möchte wissen, was geschrieben wird. 4. Das Übergabeprotokoll. Das nächste wichtige Wort ist Übergabeprotokoll. Ein Protokoll ist ein schriftlicher Bericht. Darin stehen wichtige Informationen. Beim Auszug zeigt das Übergabeprotokoll den Zustand der Wohnung. Es enthält oft mehrere Punkte. Datum, Adresse, Namen, Zählerstände, Schlüssel, Mängel, Unterschriften. Youssef sagt, ich möchte das Übergabeprotokoll genau lesen. Herr Berger antwortet, natürlich. Wir gehen alles gemeinsam durch. Das ist wichtig. Youssef unterschreibt nicht sofort. Er liest zuerst jede Zeile. Wenn etwas unklar ist, fragt er nach. Ein nützlicher Satz lautet, was schreiben Sie bei diesem Punkt? Ein anderer Satz ist, bitte zeigen Sie mir die Stelle. So bleibt Youssef beteiligt. 5. Das Wohnzimmer prüfen. Im Wohnzimmer steht kein Möbelstück mehr. Herr Berger schaut auf den Boden. Dann schaut er auf die Wände. Er öffnet das Fenster. Danach prüft er die Heizung. Youssef zeigt die Fotos vom Morgen. Die Bilder sind klar. Auf dem Parkett gibt es einen kleinen Kratzer. Herr Berger bleibt stehen. Er sagt, hier sehe ich einen Schaden. Youssef antwortet ruhig. Der Kratzer war schon beim Einzug da. Herr Berger fragt, haben Sie dafür einen Nachweis? Youssef nimmt das alte Einzugsprotokoll. Dort steht Kratzer im Wohnzimmerboden links neben dem Fenster. Youssef zeigt auch ein altes Foto. Das Datum ist sichtbar. Herr Berger liest den Eintrag. Dann sagt er, ja, der Kratzer ist schon dokumentiert. Er schreibt keinen neuen Mangel auf. Youssef ist erleichtert. Die alten Unterlagen waren wichtig. 6. Mangel und Schaden. Die Wörter Mangel und Schaden sind ähnlich. Ein Schaden ist etwas Kaputtes. Ein Mangel ist ein Problem mit dem Zustand. Zum Beispiel, ein Fenster schließt nicht. Eine Tür ist beschädigt. Ein Loch in der Wand ist sehr groß. Eine Fliese ist gebrochen. Nicht jede kleine Spur ist automatisch ein großer Schaden. Eine Wohnung wird benutzt. Darum gibt es normale Spuren. Youssef sagt nicht sofort, das ist kein Problem. Er zeigt lieber den Nachweis. Dann kann Herr Berger prüfen. Ein praktischer Satz lautet, dieser Schaden war schon vorher da. Ein anderer Satz ist, bitte notieren Sie das genau im Protokoll. Youssef spricht freundlich. Gleichzeitig bleibt er klar. 7. Die Küche danach gehen beide in die Küche. Die Schränke sind leer. Youssef hat alle Flächen gereinigt. Der Herd gehört zur Wohnung. Auch der Kühlschrank bleibt dort. Herr Berger prüft die Geräte. Der Herd funktioniert. Der Kühlschrank ist sauber. Unter der Spüle sieht Herr Berger einen kleinen Wasserfleck.
Youssef erschrickt kurz. Er schaut genauer hin. Der Fleck ist trocken. Es gibt kein neues Wasser. Youssef sagt, ich habe gestern gereinigt. Herr Berger prüft das Rohr. Alles ist dicht. Er schreibt, kein aktueller Wasserschaden. Youssef bittet um eine genaue Formulierung. Er möchte später keine falsche Aussage im Protokoll lesen. Achte. Das Badezimmer. Im Badezimmer ist der Boden trocken. Die Dusche ist sauber. Der Spiegel hängt noch an der Wand. Er gehört zur Wohnung. Youssef hat seine eigenen Regale entfernt. Die Löcher sind geschlossen. Herr Berger prüft das Waschbecken. Dann schaut er auf die Toilette. Alles funktioniert. Eine Silikonfuge ist etwas dunkel. Herr Berger sagt, das ist eine normale Spur. Er trägt keinen neuen Schaden ein. Youssef hört das Wort normal. Das beruhigt ihn. Nicht jede kleine Veränderung führt zu einem Abzug von der Kaution. Doch Youssef weiß, die genaue Beurteilung hängt vom Einzelfall ab. Darum ist ein gutes Protokoll wichtig. 9. Zählerstände ablesen. Nun kommen die Zählerstände. Ein Zähler zeigt den Verbrauch. Es gibt einen Stromzähler. Es gibt einen Wasserzähler. Manchmal gibt es auch einen Gaszähler oder einen Wärmezähler. Youssef hat jeden Zähler fotografiert. Herr Berger liest die Zahlen ab. Strom 48217, Wasser 0396. Beide vergleichen die Zahlen mit den Fotos. Dann schreiben sie die Werte in das Protokoll. Youssef fragt, können Sie die Zahl bitte noch einmal lesen? Herr Berger wiederholt langsam. Youssef prüft jede Ziffer. Ein Zahlendreher kann später Probleme machen. Darum nimmt er sich Zeit. 10. Ein Telefongespräch mit dem Energieanbieter nach der Übergabe muss Youssef den Auszug melden. Er ruft seinen Energieanbieter an. Eine Mitarbeiterin meldet sich. Youssef sagt, Guten Tag. Ich bin aus meiner Wohnung ausgezogen. Die Mitarbeiterin fragt, wie lautet die Adresse? Youssef nennt Straße und Hausnummer. Dann fragt sie, an welchem Tag war die Übergabe? Youssef antwortet, am 30. Juni. Danach nennt er den Zählerstand. Die Mitarbeiterin wiederholt die Zahl. Youssef hört aufmerksam zu. Dann sagt er, ja, das ist richtig. Zum Schluss fragt er, bekomme ich eine Abschlussrechnung? Die Mitarbeiterin antwortet, ja, wir schicken sie an ihre neue Adresse. Youssef gibt die neue Adresse an. Dann beendet er das Gespräch. 11. Die Schlüssel zählen. Zur Wohnung gehören mehrere Schlüssel. 2 Schlüssel für die Wohnungstür. Ein Schlüssel für den Briefkasten. Ein Schlüssel für den Keller. Ein Schlüssel für die Haustür. Youssef legt alle Schlüssel auf den Tisch. Herr Berger zählt sie. 1, 2, 3, 4, 5. Die Zahl stimmt mit dem Mietvertrag überein. Youssef fragt, können Sie die Anzahl bitte im Protokoll notieren? Herr Berger schreibt, 5 Schlüssel erhalten. Danach unterschreibt er neben der Zeile. Youssef macht ein Foto von den Schlüsseln. Dann gibt er sie ab. Jetzt kann er die Wohnung nicht mehr betreten. Darum prüft er vorher noch einmal alle Räume. 12. Ein Schlüssel fehlt, stell dir eine andere Situation vor. Ein Mieter findet nur 4 Schlüssel. Der Kellerschlüssel fehlt. Dann sollte er nicht so tun,
als sei alles vollständig. Er sagt besser, ein Schlüssel fehlt. Danach kann geklärt werden, was passiert. Vielleicht liegt der Schlüssel noch in einer Tasche. Vielleicht hat eine andere Person ihn. Vielleicht muss ein neuer Schlüssel gemacht werden. Youssef hat zum Glück alle Schlüssel. Doch er kennt jetzt die wichtige Frage: Wie viele Schlüssel müssen zurückgegeben werden? Eine zweite Frage lautet: Welche Kosten entstehen bei einem fehlenden Schlüssel? Bei einer solchen Frage ist eine schriftliche Antwort hilfreich. 13. Das Protokoll gemeinsam lesen. Alle Räume sind geprüft. Nun setzen sich Youssef und Herr Berger an den kleinen Tisch. Herr Berger liest das Protokoll laut vor. Datum, Adresse, Namen, Zählerstände, Schlüssel, Zustand der Räume. Der alte Kratzer ist als bereits vorhanden beschrieben. In der Küche steht kein aktueller Wasserschaden. Im Bad steht normale Gebrauchsspuren. Youssef liest alles noch einmal selbst. Eine Zeile ist ihm zu allgemein. Dort steht nur Wohnzimmer mit Kratzer. Bei diesem Raum Youssef sagt: Bitte schreiben Sie dazu, dass der Kratzer schon beim Einzug da war. Herr Berger ändert den Satz. Nun steht dort: Alter Kratzer laut Einzugsprotokoll. Diese Formulierung ist klarer. Youssef stimmt zu. 14. Unterschrift und Kopie. Am Ende unterschreiben beide Personen. Youssef unterschreibt erst nach der Kontrolle. Dann unterschreibt Herr Berger. Jeder bekommt eine Kopie. Youssef fragt: Kann ich die Kopie sofort bekommen? Herr Berger macht ein Foto mit dem Handy. Später schickt er auch eine PDF-Datei. Youssef speichert die Datei in seinem Ordner. Der Ordner heißt Alte Wohnung. Darin liegen Mietvertrag, Kündigung, Protokolle und Fotos. So findet er alles schnell. Eine Kopie ist wichtig. Ohne Kopie weiß Youssef später vielleicht nicht mehr, was genau notiert wurde. 15. Was ist die Kaution? Jetzt geht es um die Kaution. Die Kaution ist Geld als Sicherheit. Youssef hat sie am Anfang der Mietzeit gezahlt. Die Höhe steht im Mietvertrag. Das Geld gehört nicht einfach dem Vermieter. Nach dem Auszug wird geprüft, ob noch berechtigte Forderungen offen sind. Zum Beispiel offene Miete, ein echter Schaden oder eine noch offene Abrechnung. Youssef erwartet nicht, dass das Geld sofort am selben Tag kommt. Doch er möchte wissen, wie es weitergeht. Er fragt: Wann bekomme ich die Kaution zurück? Herr Berger antwortet: Ich prüfe zuerst alle Unterlagen. Youssef fragt weiter: Bekomme ich eine schriftliche Abrechnung? Herr Berger sagt: Ja. Sie erhalten eine Übersicht. 16. Eine E-Mail zur Kaution 2 Wochen später hat Youssef noch keine Nachricht. Er schreibt eine kurze E-Mail. Guten Tag, Herr Berger. Die Wohnungsübergabe war am 30. Juni. Das Übergabeprotokoll wurde von uns beiden unterschrieben. Ich möchte gern wissen, wann die Kaution abgerechnet wird. Bitte teilen Sie mir auch mit, ob noch Unterlagen fehlen. Vielen Dank. Freundliche Grüße, Youssef. Ali, die Nachricht ist höflich. Sie enthält das Datum. Sie nennt das Thema. Sie stellt eine klare Frage. Youssef schreibt keine lange Beschwerde. Er bittet zuerst um Information. 17. Eine Teilzahlung, Herr Berger, antwortet nach einigen Tagen. Er schreibt: Ein großer Teil der Kaution kann bereits ausgezahlt werden.
Ein kleiner Betrag bleibt noch offen. Der Grund ist eine spätere Betriebskostenabrechnung. Youssef liest die Nachricht langsam. Er versteht nicht jedes Detail. Darum fragt er, wie hoch ist der einbehaltene Betrag? Und wann bekomme ich die endgültige Abrechnung? Herr Berger nennt den Betrag. Er nennt auch einen möglichen Zeitraum. Youssef speichert die Antwort. Dann prüft er sein Bankkonto. Die Teilzahlung kommt 3 Tage später. Der Betrag stimmt mit der E-Mail überein. 18. Eine unklare Abrechnung. Einige Monate später kommt die Abrechnung. Darin steht ein Abzug für eine Reparatur. Youssef ist überrascht. Im Übergabeprotokoll gab es keinen neuen Schaden. Er liest die Zeile noch einmal. Dann sucht er die Fotos. Er findet auch das unterschriebene Protokoll. Youssef schreibt, im Übergabeprotokoll wurde kein neuer Schaden notiert. Bitte erklären Sie mir den Abzug. Bitte schicken Sie mir auch den Nachweis für die Reparatur. Diese Nachricht ist sachlich. Youssef wird nicht beleidigend. Er nennt das Dokument. Er nennt den strittigen Punkt. Dann bittet er um Erklärung und Nachweis. 19. Ein Gespräch über die Abrechnung, Herr Berger, ruft Youssef an. Bei diesem Raum, Herr Berger sagt, es geht um eine beschädigte Tür. Youssef antwortet, welche Tür meinen Sie? Herr Berger nennt die Badezimmertür. Youssef öffnet das Protokoll. Dort steht Badezimmertür ohne neuen Schaden. Youssef liest den Satz vor. Herr Berger prüft seine Unterlagen. Dann sagt er, Sie haben recht. Die Rechnung gehört zu einer anderen Wohnung. Der Fehler wird korrigiert. Youssef bekommt eine neue Abrechnung. Der Abzug ist nicht mehr enthalten. Diese Situation zeigt, Dokumente können sehr wichtig sein. 20. Normale Gebrauchsspuren. Eine Wohnung verändert sich mit der Zeit. Der Boden kann kleine Spuren haben. Die Wand kann an manchen Stellen heller sein. Eine Tür kann kleine Zeichen der Nutzung zeigen. Solche Dinge können normale Gebrauchsspuren sein. Ein großer Schaden ist etwas anderes. Zum Beispiel eine zerbrochene Tür, ein tiefes Loch, ein stark beschädigter Boden oder ein kaputtes Fenster. Youssef versucht nicht, selbst alle rechtlichen Fragen zu lösen. Er beschreibt nur genau, was er sieht. Dann fragt er nach der Bewertung. Ein guter Satz lautet, ist das eine normale Gebrauchsspur oder ein Schaden? Diese Frage ist klar und neutral. 21. Renovierung vor dem Auszug. Vor dem Auszug hat Youssef die Wohnung gereinigt. Er hat kleine Löcher geschlossen. Er hat seine eigenen Lampen entfernt. Die eingebauten Lampen bleiben in der Wohnung. Youssef prüft den Mietvertrag. Dort stehen Informationen zur Rückgabe. Er möchte nichts unnötig machen. Darum fragt er früh, welche Arbeiten muss ich vor der Übergabe erledigen? Herr Berger antwortet schriftlich. Youssef bewahrt die Nachricht auf. So kennt er die Erwartungen. Bei komplizierten oder rechtlichen Fragen sucht Youssef geeignete Beratung. Er verlässt sich nicht nur auf Aussagen von Freunden. 22. Einzugsprotokoll und Auszugsprotokoll. Beim Einzug gab es ein Einzugsprotokoll. Beim Auszug gibt es ein Übergabeprotokoll. Beide Dokumente gehören zusammen. Das erste Dokument zeigt den Zustand am Anfang. Das zweite Dokument zeigt den Zustand am Ende. Youssef vergleicht beide Protokolle.
Der Kratzer im Wohnzimmer steht schon im ersten Dokument. Darum ist er kein neuer Schaden. Auch eine kleine Stelle an der Küchenwand steht dort. Diese Information hilft ebenfalls. Ein nützlicher Satz lautet: Der Mangel ist im Einzugsprotokoll dokumentiert. Eine zweite Möglichkeit ist: Ich habe ein Foto vom Einzug. Das Foto sollte klar sein. Ein Datum ist besonders hilfreich. 23. Fotos richtig ordnen. Youssef hat viele Fotos gemacht. Doch Fotos helfen nur, wenn man sie wiederfindet. Darum erstellt er einen Ordner. Der Ordner heißt Wohnungsübergabe Juni. Darin gibt es Unterordner: Wohnzimmer, Küche, Bad, Zähler, Schlüssel. Youssef benennt die Dateien klar. Wohnzimmerboden 1, Küche Spüle, Stromzähler, Wasserzähler. So muss er später nicht 100 Bilder öffnen. Er speichert auch eine Kopie in einer sicheren Cloud. Die Originale bleiben auf dem Handy. Ein gutes System spart später Zeit. 24. Die neue Adresse mitteilen. Nach dem Auszug wohnt Youssef in einer neuen Wohnung. Herr Berger braucht die neue Adresse. Auch der Energieanbieter braucht sie. Manchmal braucht sie auch die Hausverwaltung. Youssef schreibt: Meine neue Anschrift lautet. Dann nennt er Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Er prüft die Schreibweise. Ein Fehler in der Adresse kann Briefe verzögern. Youssef fragt: Bitte bestätigen Sie den Erhalt der neuen Adresse. Einige Tage später kommt die Bestätigung. Nun weiß er, dass die Daten gespeichert sind. 25. Die Hausverwaltung. In manchen Häusern spricht der Mieter nicht direkt mit dem Vermieter. Dann gibt es eine Hausverwaltung. Die Hausverwaltung organisiert viele Aufgaben. Sie kann Termine vereinbaren. Sie kann Dokumente schicken. Sie kann auch die Übergabe durchführen. Youssef ruft dort an. Er sagt: Ich möchte einen Termin für die Wohnungsübergabe vereinbaren. Die Mitarbeiterin fragt nach der Adresse. Dann nennt sie 2 Termine. Dienstag um 9 Uhr oder Donnerstag um 14 Uhr. Youssef wählt Donnerstag. Er wiederholt Datum und Uhrzeit. So gibt es kein Missverständnis. 26. Der Termin wird verschoben. Am Morgen der Übergabe bekommt Youssef eine Nachricht. Der Mitarbeiter ist krank. Der Termin muss verschoben werden. Youssef hat schon einen Transporter bestellt. Darum ist die Änderung schwierig. Er bleibt ruhig. Er fragt: Kann eine andere Person kommen? Die Hausverwaltung prüft den Plan. Eine Kollegin kann den Termin übernehmen. Die Uhrzeit bleibt gleich. Youssef bittet um eine schriftliche Bestätigung. Die E-Mail kommt sofort. So kann er sicher planen. 27. Die Wohnung ist noch nicht ganz leer. Stell dir eine andere Situation vor. Im Keller steht noch ein alter Stuhl. Der Mieter hat ihn vergessen. Bei der Übergabe wird der Stuhl gefunden. Dann kann der Vermieter fragen, wann er entfernt wird. Der Mieter sollte nicht einfach gehen. Er kann sagen: Ich hole den Stuhl heute noch ab. Oder: Können wir eine kurze Frist vereinbaren? Die Vereinbarung sollte im Protokoll stehen. Zum Beispiel: Stuhl wird bis Montag entfernt. So ist der nächste Schritt klar. 28. Ein Raum kann nicht geprüft werden. Manchmal ist ein Kellerraum verschlossen. Der Schlüssel funktioniert nicht.
dann kann der Raum nicht sofort geprüft werden. Während dieser Kontrolle Yusuf sagt, der Schlüssel dreht sich nicht. Herr Berger versucht es ebenfalls. Es klappt nicht. Beide schreiben den Punkt in das Protokoll. Kellerraum heute nicht geöffnet. Neuer Termin nötig. So wird nicht so getan, als sei alles geprüft. Eine offene Frage bleibt sichtbar. Später wird ein zweiter Termin vereinbart. 29. Kurze Fragen für den Alltag. Jetzt hören wir wichtige Fragen. Wann ist die Wohnungsübergabe? Wer kommt zu dem Termin? Welche Unterlagen soll ich mitbringen? Wo ist das Übergabeprotokoll? Was wird in der Wohnung geprüft? Welche Mängel werden notiert? Ist dieser Schaden schon dokumentiert? Können Sie die Formulierung ändern? Welche Zählerstände brauchen Sie? Wie viele Schlüssel muss ich abgeben? Bekomme ich eine Kopie des Protokolls? Wann wird die Kaution abgerechnet? Warum wird ein Betrag einbehalten? Kann ich die Rechnung sehen? Wann bekomme ich die Rückzahlung? Welche Frist gilt? An wen kann ich mich bei einer Frage wenden? Diese Fragen gehören zu verschiedenen Schritten. 30. Kurze Antworten verstehen Frage. Wann beginnt der Termin? Antwort: Die Übergabe beginnt um 10 Uhr. Frage: Was wird zuerst geprüft? Antwort: Wir beginnen im Flur. Frage: Ist der Kratzer neu? Antwort: Nein. Er steht im Einzugsprotokoll. Frage: Wie viele Schlüssel wurden abgegeben? Antwort: 5 Schlüssel. Bei diesem Raum Frage: Wann kommt die Kaution? Bei diesem Raum Antwort: Nach der Prüfung erhalten Sie eine Abrechnung. Während dieser Kontrolle Frage: Warum bleibt ein Betrag offen? Während dieser Kontrolle Antwort: Eine spätere Abrechnung fehlt noch. An dieser Stelle Frage: Bekomme ich eine Kopie? An dieser Stelle Antwort: Ja. Ich sende Ihnen die PDF-Datei. Für diesen Bereich Frage: Was soll ich jetzt tun? Für diesen Bereich Antwort: Bitte prüfen Sie das Protokoll und unterschreiben Sie danach. 31. Ein vollständiges Übergabegespräch, Herr Berger. Guten Morgen. Sind alle Räume leer? Yusuf: Ja. Nur der kleine Tisch bleibt bis zum Ende des Termins. Herr Berger: Gut. Wir beginnen im Flur. Yusuf: Bitte sagen Sie mir, was Sie notieren. Herr Berger: Natürlich. Später im Wohnzimmer. Herr Berger: Hier ist ein Kratzer im Boden. Yusuf: Der Kratzer war schon beim Einzug da. Bei diesem Raum, Herr Berger: Haben Sie einen Nachweis? Yusuf: Ja. Hier ist das Einzugsprotokoll. Herr Berger liest den Eintrag. Das stimmt. Ich notiere keinen neuen Schaden. In der Küche. Bei diesem Raum Yusuf: Unter der Spüle war gestern ein Wasserfleck. Während dieser Kontrolle, Herr Berger: Das Rohr ist trocken. Es gibt kein aktuelles Leck. Beim Stromzähler. An dieser Stelle, Herr Berger: Der Stand ist 48. 217. Während dieser Kontrolle, Yusuf: Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Für diesen Bereich, Herr Berger: 48217. An dieser Stelle Yusuf: Ja. Das Foto zeigt dieselbe Zahl. Am Ende. Im nächsten Prüfschritt, Herr Berger: Wir haben 5 Schlüssel erhalten. Für diesen Bereich Yusuf: Bitte schreiben Sie die Anzahl ins Protokoll. Bei der folgenden Aufgabe, Herr Berger: Das mache ich. Im nächsten Prüfschritt Yusuf:
Wann bekomme ich eine Kopie? Während des Rundgangs, Herr Berger, noch heute per E-Mail. Bei der folgenden Aufgabe, Yusuf, vielen Dank. 32. Eine Nachricht nach der Übergabe am Abend prüft Yusuf seine E-Mails. Die Kopie ist noch nicht da. Er wartet bis zum nächsten Morgen. Dann schreibt er: Guten Morgen, Herr Berger. Vielen Dank für die Wohnungsübergabe gestern. Ich habe die Kopie des Protokolls noch nicht erhalten. Könnten Sie mir die Datei bitte senden? Vielen Dank. Eine Stunde später kommt die PDF-Datei. Yusuf öffnet sie. Er prüft die Unterschriften. Dann prüft er die geänderte Formulierung zum Kratzer. Alles stimmt. Er speichert die Datei sofort. 33. Richtig oder falsch, Aussage 1. Yusuf unterschreibt das Protokoll ohne Lesen. Falsch. Er prüft jede Zeile. Aussage 2. Zählerstände werden im Protokoll notiert. Richtig. Aussage 3. Ein alter Schaden kann mit einem Einzugsprotokoll dokumentiert sein. Richtig. Aussage 4. Fotos sind immer nutzlos. Falsch. Klare Fotos können helfen. Aussage 5. Alle Schlüssel sollten gezählt werden. Richtig. Aussage 6. Die Kaution kommt immer sofort am Übergabetag. Falsch. Die Prüfung kann Zeit brauchen. Aussage 7. Yusuf darf nach einer Abrechnung fragen. Richtig. Aussage 8. Eine unklare Zeile sollte ignoriert werden. Falsch. Yusuf fragt nach. Aussage 9. Eine Kopie des Protokolls ist wichtig. Bei diesem Raum richtig. Aussage 10. Ein Zahlendreher beim Zählerstand kann später Probleme machen. Während dieser Kontrolle richtig. 34. Wörter in kleinen Bildern Wohnungsübergabe. Yusuf steht in einer leeren Wohnung. Übergabeprotokoll. Ein Dokument liegt auf dem Tisch. Mangel. Eine beschädigte Stelle wird genau beschrieben. Schaden. Ein großer Kratzer ist sichtbar. Zählerstand. Eine Zahl steht auf einem Stromzähler. Schlüssel. 5 Schlüssel liegen nebeneinander. Kaution. Ein Geldbetrag wird später abgerechnet. Einzugsprotokoll. Ein altes Dokument zeigt den Zustand am Anfang. Foto. Das Wohnzimmer ist auf dem Handy zu sehen. Kopie. Yusuf speichert eine PDF-Datei. Rückzahlung. Geld kommt auf das Bankkonto. Frist. Ein Datum steht im Kalender. 35. Sätze zum Mitsprechen. Heute ist die Wohnungsübergabe. Ich habe alle Unterlagen dabei. Bitte schreiben Sie den Zustand genau auf. Dieser Kratzer war schon beim Einzug da. Hier ist das Einzugsprotokoll. Ich habe auch ein Foto. Können Sie den Zählerstand wiederholen? Bitte notieren Sie alle Schlüssel. Ich möchte das Protokoll zuerst lesen. Bitte ändern Sie diese Formulierung. Bekomme ich eine Kopie? Wann wird die Kaution abgerechnet? Warum wird dieser Betrag einbehalten? Bitte schicken Sie mir einen Nachweis. Ich habe die Rückzahlung noch nicht erhalten. Können Sie mir die Frist schriftlich nennen? Vielen Dank für die Erklärung. 36. 20 kleine Situationen. Situation 1. Yusuf findet einen alten Nagel in der Wand. Er entfernt ihn. Dann schließt er das kleine Loch. Situation 2. Ein Fenstergriff ist locker.
Youssef meldet den Punkt vor dem Termin. Situation 3. Der Briefkastenschlüssel fehlt zuerst. Später findet Youssef ihn in einer Jackentasche. Situation 4. Der Stromzähler ist im Keller. Youssef nimmt eine Taschenlampe mit. Situation 5. Die Zahl auf dem Wasserzähler ist schwer zu lesen. Youssef macht ein Foto mit Blitz. Situation 6. Herr Berger kommt 10 Minuten später. Youssef wartet vor der Wohnung. Situation 7. Im Protokoll steht eine falsche Hausnummer. Youssef bittet um Korrektur. Situation 8. Eine Tür quietscht. Sie ist aber nicht kaputt. Situation 9. Ein Regal gehört dem Vermieter. Youssef lässt es in der Wohnung. Situation 10. Ein Vorhang gehört Youssef. Er nimmt ihn mit. Situation 11. Ein Kellerabteil ist leer. Youssef macht ein Foto. Situation 12. Im Balkonboden liegt etwas Laub. Youssef fegt es vor dem Termin weg. Situation 13. Der Vermieter möchte einen Punkt später prüfen. Beide notieren einen zweiten Termin. Situation 14. Youssef gibt seine neue Adresse schriftlich ab. Situation 15. Die PDF-Datei ist unscharf. Youssef bittet um eine neue Kopie. Situation 16. Die Kaution wird in 2 Teilen ausgezahlt. Youssef prüft beide Beträge. Situation 17. Eine Rechnung gehört nicht zu seiner Wohnung. Der Fehler wird korrigiert. Situation 18. Youssef findet eine alte E-Mail mit einer Reparaturmeldung. Diese E-Mail ist ein zusätzlicher Nachweis. Situation. Die Hausverwaltung antwortet nicht sofort. Youssef schickt eine höfliche Erinnerung. Situation 20. Nach der letzten Zahlung schließt Youssef den Ordner. Der Vorgang ist beendet. 37. Fragen an dich. Hast du schon einmal eine Wohnung übergeben? Welche Unterlagen würdest du mitbringen? Würdest du Fotos machen? Wo würdest du die Zählerstände notieren? Wie viele Schlüssel gehören zu deiner Wohnung? Gibt es ein Einzugsprotokoll? Kennst du die Höhe deiner Kaution? Weißt du, an wen du bei einer Frage schreiben kannst? Liest du ein Protokoll vor der Unterschrift? Wie speicherst du wichtige Dateien? Welche Frage aus dieser Geschichte ist für dich besonders nützlich? Du musst nicht laut antworten. Eine kurze Antwort im Kopf reicht. 38. Eine zweite längere Geschichte. Ein Jahr später hilft Youssef seiner Freundin Lina. Lina zieht aus einer kleinen Wohnung aus. Sie ist nervös. Sie hat noch nie eine Wohnungsübergabe gemacht. An dieser Stelle Youssef sagt, wir beginnen mit einer Liste. Gemeinsam gehen sie durch die Wohnung. Zuerst prüfen sie die Wände, dann die Fenster, danach die Türen. In der Küche finden sie eine lockere Schranktür. Lina weiß nicht, ob der Punkt schon früher da war. Sie sucht das Einzugsprotokoll. Dort steht Schranktür links locker. Lina ist erleichtert. Sie macht ein neues Foto. Dann prüfen sie das Bad. Alles ist sauber. Im Schlafzimmer steht noch ein Karton. Lina nimmt ihn mit. Im Keller liegt ein alter Teppich. Er gehört nicht Lina. Sie hat ein Foto vom Einzug. Auf dem Bild liegt der Teppich bereits dort. Für diesen Bereich Youssef sagt, nimm das Foto zum Termin mit.
Am Tag der Übergabe kommt eine Mitarbeiterin der Hausverwaltung. Sie prüft die Räume. Bei der Schranktür stellt sie eine Frage. Lina zeigt das alte Protokoll. Der Punkt wird nicht als neuer Schaden notiert. Dann werden die Zählerstände abgelesen. Lina liest jede Zahl mit. Beim Wasserzähler hört sie dritte, 860. Auf dem Foto sieht sie aber dritte, 680. Sie sagt, bitte prüfen wir die Zahl noch einmal. Die Mitarbeiterin schaut genauer. Lina hat recht. Die Zahl wird korrigiert. Danach werden 6 Schlüssel gezählt. Einer gehört zum Fahrradraum. Lina hatte diesen Schlüssel fast vergessen. Am Ende liest sie das Protokoll. Eine Formulierung ist unklar. Sie bittet um einen genaueren Satz. Dann unterschreibt sie. Später bekommt sie die Kopie per E-Mail. 3 Wochen danach kommt eine Teilzahlung der Kaution. Ein kleiner Betrag bleibt für eine spätere Abrechnung offen. Lina schreibt sich den Betrag auf. Sie speichert die E-Mail. Einige Monate später kommt die endgültige Abrechnung. Alles ist nachvollziehbar. Lina bekommt den Rest der Kaution. Sie bedankt sich bei Youssef. Nun weiß auch sie, wie eine ruhige Übergabe funktioniert. 39. Typische Fehler vermeiden. Ein typischer Fehler ist, keine Fotos machen. Ein zweiter Fehler ist, das alte Einzugsprotokoll nicht mitbringen. Ein dritter Fehler ist, Zählerstände nur mündlich nennen. Ein vierter Fehler ist, Schlüssel nicht zählen. Ein 5. Fehler ist, das Protokoll sofort unterschreiben. Ein 6. Fehler ist, keine Kopie verlangen. Ein 7. Fehler ist, eine unklare Abrechnung ignorieren. Ein 8. Fehler ist, wichtige E-Mails löschen. Ein 9. Fehler ist, die neue Adresse nicht mitteilen. Ein 10. Fehler ist, zu spät nach einer Frist fragen. Youssef vermeidet diese Fehler mit einer einfachen Methode. Prüfen. Dokumentieren. Nachfragen. Speichern. 40. Eine Checkliste vor dem Termin. Eine Woche vor dem Termin prüft Youssef die Kündigung. 5 Tage vorher beginnt er mit der Reinigung. 3 Tage vorher sucht er alle Schlüssel. 2 Tage vorher kontrolliert er die Unterlagen. Einen Tag vorher lädt er sein Handy. Am Morgen macht er aktuelle Fotos. Kurz vor dem Termin öffnet er alle Räume. Dann legt er die Dokumente auf den Tisch. Die Checkliste lautet: Wohnung leer, Wohnung sauber, Unterlagen vollständig, Schlüssel vollständig, Handy geladen, Zähler zugänglich, neue Adresse notiert, Fragen vorbereitet. So beginnt die Übergabe ruhig. 41. Eine Checkliste nach dem Termin. Nach dem Termin prüft Youssef die Kopie. Er speichert das Protokoll. Dann meldet er den Auszug bei den Anbietern. Er gibt die neue Adresse weiter. Er bewahrt Fotos und E-Mails auf. Später kontrolliert er sein Bankkonto. Bei einer Teilzahlung notiert er den Betrag. Bei einer Abrechnung prüft er jede Position. Bei einer offenen Frage schreibt er sachlich. Nach der letzten Zahlung speichert er auch den Kontoauszug. Dann ist der Vorgang vollständig dokumentiert. 42. Wortpaare unterscheiden Mieter und Vermieter. Der Mieter wohnt in der Wohnung. Der Vermieter vermietet die Wohnung. Einzug und Auszug. Beim Einzug beginnt die Mietzeit. Beim Auszug endet sie.
Einzugsprotokoll und Übergabeprotokoll. Das erste zeigt den Anfang. Das zweite zeigt das Ende. Mangel und Schaden. Beide Wörter beschreiben Probleme. Doch nicht jede kleine Spur ist ein großer Schaden. Kaution und Rückzahlung. Die Kaution wird am Anfang gezahlt. Die Rückzahlung kommt nach der Prüfung. Original und Kopie. Das Original ist das erste Dokument. Eine Kopie zeigt denselben Inhalt. Zähler und Zählerstand. Der Zähler ist das Gerät. Der Zählerstand ist die Zahl. Rechnung und Abrechnung. Eine Rechnung nennt Kosten. Eine Abrechnung zeigt mehrere Positionen und ein Ergebnis. 43. Hörübung mit Zahlen höre langsam. Die Übergabe ist am 30. Juni. Der Termin beginnt um 10 Uhr. Es gibt 5 Schlüssel. Der Stromzähler zeigt 48. 217. Der Wasserzähler zeigt 3. 680. Die Kaution beträgt 1. 500 Euro. Die erste Teilzahlung beträgt 1. 200 Euro. 300 Euro bleiben zunächst offen. Später werden 250 Euro überwiesen. 50 Euro werden in der Abrechnung erklärt. Bei einer Zahl fragt Youssef, meinen Sie 15 oder 50? Bei einem Datum fragt er, ist der Termin am 13. oder am 30.? Eine Rückfrage ist besser als ein Zahlendreher. 44. Ein Brief zur Kaution. Einige Zeit später erhält Youssef einen Brief. Im Brief steht: Sehr geehrter Herr Ali, die Prüfung der Kaution ist abgeschlossen. Es bestehen keine offenen Mietzahlungen. Der Bereich Schlafzimmer ist damit geprüft. 51. Raumkontrolle. Küche. Jetzt prüft Youssef den Bereich Küche. Er beginnt links und geht langsam nach rechts. Dabei überspringt er keinen Punkt. Zuerst schaut er auf den Herd. Er fragt sich, ist der Herd sauber und funktionsfähig? Ist alles richtig, markiert Youssef den Punkt als erledigt. Bei Unsicherheit notiert er ein Fragezeichen. Zuerst schaut er auf den Kühlschrank. Er fragt sich, ist der Kühlschrank sauber und funktionsfähig? Bei einem korrekten Zustand macht er ein kleines Häkchen. Ist ein Punkt offen, markiert Youssef ihn deutlich. Zuerst schaut er auf die Spüle. Er fragt sich, ist die Spüle sauber und funktionsfähig? Stimmt die Angabe? Ist dieser Schritt abgeschlossen? Eine unklare Stelle bleibt in seiner Liste sichtbar. Zuerst schaut er auf die Schränke. Er fragt sich, ist die Schränke sauber und funktionsfähig? Ohne Problem geht Youssef zum nächsten Punkt weiter. Bei einer offenen Frage schreibt er eine kurze Notiz. Danach macht Youssef ein Übersichtsfoto. Ein zweites Foto zeigt ein wichtiges Detail. Er kontrolliert, ob das Bild scharf ist. Zum Schluss nennt er den Raum im Protokoll. Der Bereich Küche ist damit geprüft. 52. Raumkontrolle. Bad. Jetzt prüft Youssef den Bereich Bad. Bei diesem Raum er beginnt links und geht langsam nach rechts. Bei diesem Raum dabei überspringt er keinen Punkt. Zuerst schaut er auf die Dusche. Er fragt sich, ist die Dusche sauber und funktionsfähig? Ist alles richtig, markiert Youssef den Punkt als erledigt. Bei Unsicherheit notiert er ein Fragezeichen. Zuerst schaut er auf das Waschbecken. Er fragt sich, ist das Waschbecken sauber und funktionsfähig? Bei einem korrekten Zustand macht er ein kleines Häkchen.
ist ein Punkt offen, markiert Youssef ihn deutlich. Zuerst schaut er auf die Toilette. Er fragt sich, ist die Toilette sauber und funktionsfähig? Stimmt die Angabe, ist dieser Schritt abgeschlossen? Eine unklare Stelle bleibt in seiner Liste sichtbar. Zuerst schaut er auf die Fugen. Er fragt sich, ist die Fugen sauber und funktionsfähig? Ohne Problem geht Youssef zum nächsten Punkt weiter. Bei einer offenen Frage schreibt er eine kurze Notiz. Anschließend fotografiert Youssef den ganzen Bereich. Ein weiteres Bild zeigt die betreffende Stelle. Youssef prüft, ob alle Einzelheiten erkennbar sind. Bei diesem Raum zum Schluss nennt er den Raum im Protokoll. Der Bereich Bad ist damit geprüft. 53. Raumkontrolle. Balkon. Jetzt prüft Youssef den Bereich Balkon. Während dieser Kontrolle beginnt links und geht langsam nach rechts. Während dieser Kontrolle dabei überspringt er keinen Punkt. Zuerst schaut er auf den Boden. Er fragt sich, ist der Boden sauber und funktionsfähig? Bei diesem Raum ist alles richtig, markiert Youssef den Punkt als erledigt. Bei diesem Raum bei Unsicherheit notiert er ein Fragezeichen. Zuerst schaut er auf das Geländer. Er fragt sich, ist das Geländer sauber und funktionsfähig? Bei diesem Raum bei einem korrekten Zustand macht er ein kleines Häkchen. Bei diesem Raum ist ein Punkt offen, markiert Youssef ihn deutlich. Zuerst schaut er auf die Tür. Er fragt sich, ist die Tür sauber und funktionsfähig? Bei diesem Raum stimmt die Angabe, ist dieser Schritt abgeschlossen. Bei diesem Raum eine unklare Stelle bleibt in seiner Liste sichtbar. Zuerst schaut er auf den Ablauf. Er fragt sich, ist der Ablauf sauber und funktionsfähig? Bei diesem Raum ohne Problem geht Youssef zum nächsten Punkt weiter. Bei diesem Raum bei einer offenen Frage schreibt er eine kurze Notiz. Danach nimmt er den Raum vollständig auf. Danach fotografiert er das Detail aus der Nähe. Er schaut kurz, ob das Foto klar geworden ist. Während dieser Kontrolle zum Schluss nennt er den Raum im Protokoll. Der Bereich Balkon ist damit geprüft. 54. Raumkontrolle, Keller. Jetzt prüft Youssef den Bereich Keller. An dieser Stelle beginnt links und geht langsam nach rechts. An dieser Stelle dabei überspringt er keinen Punkt. Zuerst schaut er auf das Schloss. Er fragt sich, ist das Schloss sauber und funktionsfähig? Während dieser Kontrolle ist alles richtig, markiert Youssef den Punkt als erledigt. Während dieser Kontrolle bei Unsicherheit notiert er ein Fragezeichen. Zuerst schaut er auf den Boden. Er fragt sich, ist der Boden sauber und funktionsfähig? Während dieser Kontrolle bei einem korrekten Zustand macht er ein kleines Häkchen. Während dieser Kontrolle ist ein Punkt offen, markiert Youssef ihn deutlich. Zuerst schaut er auf die Wände. Er fragt sich, ist die Wände sauber und funktionsfähig? Während dieser Kontrolle stimmt die Angabe, ist dieser Schritt abgeschlossen. Während dieser Kontrolle eine unklare Stelle bleibt in seiner Liste sichtbar. Zuerst schaut er auf die Nummer. Er fragt sich, ist die Nummer sauber und funktionsfähig? Während dieser Kontrolle ohne Problem geht Youssef zum nächsten Punkt weiter. Während dieser Kontrolle bei einer offenen Frage schreibt er eine kurze Notiz. Nun macht er ein Bild mit dem gesamten Raum. Eine Nahaufnahme hält den wichtigen Punkt fest. Danach kontrolliert er die Bildqualität. An dieser Stelle zum Schluss nennt er den Raum im Protokoll. Der Bereich Keller ist damit geprüft.
55. Mini-Dialog. Schlüssel während des Rundgangs Yusuf. Mir fehlt der Kellerschlüssel. Die andere Person. Bitte suchen Sie noch einmal in Ihren Unterlagen. In diesem Teil der Übergabe Yusuf. Ich gebe Ihnen heute Nachmittag Bescheid. Dieses Gespräch ist kurz. Das Thema ist klar. Yusuf nennt nur den wichtigen Punkt. Dann wartet er auf die Antwort. Wenn die Antwort nicht reicht, stellt er eine zweite Frage. So bleibt das Gespräch ruhig und praktisch. 56. Mini-Dialog. Zähler bei diesem Raum, Yusuf. Der Stromzähler ist nicht zugänglich. Die andere Person. Ich hole den Schlüssel für den Technikraum. Während dieser Kontrolle, Yusuf. Dann lesen wir den Stand gemeinsam ab. Dieses Gespräch ist kurz. Das Thema ist klar. Yusuf nennt nur den wichtigen Punkt. Dann wartet er auf die Antwort. Wenn die Antwort nicht reicht, stellt er eine zweite Frage. So bleibt das Gespräch ruhig und praktisch. 57. Mini-Dialog. Protokoll an dieser Stelle, Yusuf. Diese Formulierung ist mir zu ungenau. Die andere Person, welchen Satz wünschen Sie? Für diesen Bereich, Yusuf, bitte schreiben Sie, dass der Kratzer alt ist. Dieses Gespräch ist kurz. Das Thema ist klar. Yusuf nennt nur den wichtigen Punkt. Dann wartet er auf die Antwort. Wenn die Antwort nicht reicht, stellt er eine zweite Frage. So bleibt das Gespräch ruhig und praktisch. 58. Mini-Dialog. Kaution im nächsten Prüfschritt, Yusuf. Wann wird der erste Betrag ausgezahlt? Die andere Person nach der ersten Prüfung. Bei der folgenden Aufgabe, Yusuf, können Sie mir den Termin schriftlich nennen? Dieses Gespräch ist kurz. Das Thema ist klar. Yusuf nennt nur den wichtigen Punkt. Dann wartet er auf die Antwort. Wenn die Antwort nicht reicht, stellt er eine zweite Frage. So bleibt das Gespräch ruhig und praktisch. 59. Mini-Dialog. Foto während des Rundgangs, Yusuf. Das Bild ist zu dunkel. Bei diesem Raum die andere Person. Machen wir ein neues Foto. In diesem Teil der Übergabe, Yusuf. Ja. Diesmal mit mehr Licht. Der Austausch dauert nur einen Moment. Beide wissen, worum es geht. Yusuf beschreibt nur die nötige Information. Anschließend hört er der anderen Person zu. Ist noch etwas offen? Fragt er genauer nach. Dadurch bleibt der Austausch freundlich und verständlich. 60. Mini-Dialog. Kopie. Bei diesem Raum, Yusuf. Ich habe die Datei nicht erhalten. Während dieser Kontrolle die andere Person. Ich sende sie noch einmal. Während dieser Kontrolle, Yusuf, bitte nutzen Sie meine neue E-Mail-Adresse. Das kleine Gespräch ist schnell beendet. Der wichtige Punkt ist eindeutig. Er bleibt bei der konkreten Frage. Danach lässt er die Antwort in Ruhe kommen. Bei Bedarf folgt eine weitere kurze Rückfrage. Diese Form macht das Gespräch einfach. 61. Mini-Dialog. Mangel an dieser Stelle, Yusuf. Ist die lockere Klinke ein neuer Mangel? An dieser Stelle die andere Person. Sie steht schon im alten Protokoll. Für diesen Bereich, Yusuf, dann notieren wir sie nicht als neu. Für diesen Punkt reichen wenige Sätze. Die Frage bezieht sich auf ein genaues Thema. Seine Erklärung enthält keine unnötigen Details. Nun wartet Yusuf auf die Erklärung. Versteht er den Punkt noch nicht, bittet er um ein Beispiel. So entsteht kein unnötiger Stress. 62.
Mini-Dialog Rechnung. Im nächsten Prüfschritt, Yusuf. Ich verstehe diesen Abzug nicht. Für diesen Bereich die andere Person. Es geht um eine Reparatur. Bei der folgenden Aufgabe, Yusuf, bitte schicken Sie mir die Rechnung. Die kurze Rückfrage bringt Klarheit. Der Inhalt bleibt übersichtlich. Er spricht direkt über das Problem. Er unterbricht die andere Person nicht. Eine zusätzliche Frage klärt den Rest. Mit kurzen Fragen kommt Yusuf gut weiter. 63. Mini-Dialog. Frist während des Rundgangs, Yusuf. Bis wann soll ich antworten? Im nächsten Prüfschritt die andere Person. Innerhalb von 2 Wochen. In diesem Teil der Übergabe, Yusuf, ich notiere das Datum sofort. Der Austausch dauert nur einen Moment. Beide wissen, worum es geht. Yusuf beschreibt nur die nötige Information. Anschließend hört er der anderen Person zu. Ist noch etwas offen, fragt er genauer nach. Dadurch bleibt der Austausch freundlich und verständlich. 64. Mini-Dialog. Adresse bei diesem Raum, Yusuf. Meine neue Anschrift fehlt. Bei der folgenden Aufgabe die andere Person. Bitte senden Sie sie schriftlich. Während dieser Kontrolle, Yusuf, ich schicke Ihnen gleich eine E-Mail. Das kleine Gespräch ist schnell beendet. Der wichtige Punkt ist eindeutig. Er bleibt bei der konkreten Frage. Danach lässt er die Antwort in Ruhe kommen. Bei Bedarf folgt eine weitere kurze Rückfrage. Diese Form macht das Gespräch einfach. 65. Der Umzugstag vor der Übergabe. Am Tag vor der Übergabe kommt ein Umzugswagen. Yusuf trägt die letzten Kisten hinaus. Sein Freund Karim hilft ihm. Beide prüfen jeden Raum. Karim fragt, ist im Schlafzimmer noch etwas? Yusuf schaut unter das Fenster. Dort liegt nur ein kleines Stück Papier. Er hebt es auf. Dann gehen sie in die Küche. Im oberen Schrank steht noch ein Glas. Yusuf nimmt es mit. Im Bad hängt noch ein Handtuch. Auch das kommt in die letzte Kiste. Karim sagt, jetzt ist die Wohnung wirklich leer. Yusuf macht trotzdem noch einen Rundgang. Er öffnet alle Schränke. Er schaut hinter jede Tür. Dann prüft er den Keller. Dort steht noch eine leere Kiste. Er nimmt sie mit. Am Abend ist alles fertig. Yusuf legt die Schlüssel in eine kleine Schale. Daneben legt er die Dokumente. So muss er am nächsten Morgen nichts suchen. 66. Reinigung ohne Stress. Yusuf plant die Reinigung in kleinen Schritten. Zuerst saugt er die Böden. Danach wischt er die Küche. Später reinigt er das Bad. Die Fenster putzt er schon 2 Tage früher. So ist nicht alles am letzten Tag. In der Küche entfernt er Fett von der Arbeitsfläche. Im Kühlschrank wischt er jede Ablage ab. Er lässt die Tür kurz offen. Dann kann alles trocknen. Im Bad reinigt er die Dusche. Er entfernt Haare aus dem Abfluss. Danach trocknet er den Boden. Yusuf benutzt normale Reinigungsmittel. Er beschädigt keine Oberfläche. Am Ende lüftet er die Wohnung. Die Räume riechen frisch. Die Wohnung muss nicht wie neu aussehen. Sie soll aber ordentlich und sauber sein. 67. Kleine Reparaturen richtig dokumentieren. Vor dem Auszug sieht Yusuf eine lockere Schraube. Die Schraube gehört zu einem Türgriff. Er zieht sie vorsichtig fest. Danach funktioniert der Griff wieder. An einer anderen Stelle ist eine Abdeckung locker.
Youssef macht zuerst ein Foto. Dann befestigt er die Abdeckung. Er dokumentiert den Zustand vor und nach der kleinen Reparatur. Bei einer größeren Reparatur würde er nicht einfach selbst handeln. Dann würde er den Vermieter informieren. Ein nützlicher Satz lautet: Ich habe einen kleinen Defekt bemerkt. Eine zweite Möglichkeit ist: Soll ich diesen Punkt vor der Übergabe reparieren lassen? So kann Youssef vermeiden, etwas falsch zu machen. 68. Die Heizung und die Thermostate Herr Berger prüft auch die Heizkörper. Er dreht jedes Thermostat vorsichtig. Die Knöpfe lassen sich bewegen. Ein Heizkörper hat eine kleine Delle. Youssef zeigt das Einzugsfoto. Die Delle war schon damals sichtbar. Herr Berger vergleicht beide Bilder. Dann schreibt er: alte Delle am Heizkörper. Kein neuer Schaden. Youssef prüft die Formulierung. Sie ist genau. Danach lesen beide den Wärmezähler ab. Die Zahl steht auf einem kleinen Display. Das Display wechselt zwischen mehreren Anzeigen. Herr Berger wartet auf die richtige Anzeige. Dann notiert er den Wert. Youssef macht ebenfalls ein Foto. 69. Steckdosen und Lichtschalter. Im Wohnzimmer prüft Herr Berger die Lichtschalter. Ein Schalter funktioniert sofort. Der zweite Schalter gehört zu einer Lampe, die schon entfernt wurde. Youssef erklärt das. Die Deckenlampe war sein Eigentum. Nun hängt nur noch der Anschluss an der Decke. Die Kabel sind sicher abgedeckt. Herr Berger sieht keine Gefahr. Dann schaut er auf die Steckdosen. Keine Abdeckung fehlt. Keine Steckdose ist locker. Im Protokoll steht: elektrische Abdeckungen vollständig. Youssef versteht den Satz. Er setzt einen Haken in seiner eigenen Liste. 70. Fenster, Rollläden und Türen. Im Schlafzimmer öffnet Youssef das Fenster. Es lässt sich leicht bewegen. Dann schließt er es. Der Griff steht richtig. Anschließend prüft er den Rollladen. Er zieht ihn langsam nach unten. Danach bewegt er ihn wieder nach oben. Alles funktioniert. Die Zimmertür hat eine kleine Spur am unteren Rand. Herr Berger schaut genau hin. Die Spur ist oberflächlich. Er nennt sie eine normale Gebrauchsspur. Youssef bittet darum, diesen Ausdruck zu notieren. So ist später klar, wie die Stelle bewertet wurde. 71. Der Balkon ist fast leer. Nur ein kleiner Blumentopf steht noch dort. Youssef hatte ihn übersehen. Er nimmt ihn sofort mit. Dann fegt er einige Blätter zusammen. Herr Berger prüft das Geländer. Es ist fest. Auch die Balkontür schließt gut. Im Ablauf liegt etwas Schmutz. Youssef entfernt ihn. Das Wasser kann nun wieder ablaufen. Herr Berger schreibt: Balkon gereinigt. Geländer und Tür ohne neuen Mangel. Youssef liest den Satz. Er ist mit der Formulierung einverstanden. 72. Der Kellerraum. Im Keller ist es dunkel. Youssef nimmt sein Handy als Lampe. Der Kellerraum hat eine Nummer. Die Nummer stimmt mit dem Mietvertrag überein. Der Raum ist leer. An der Wand gibt es eine alte feuchte Stelle. Sie wurde schon beim Einzug dokumentiert. Youssef zeigt das Foto. Herr Berger prüft die Wand. Die Stelle ist trocken. Er schreibt: alte Verfärbung, derzeit trocken. Danach schließen beide die Kellertür. Youssef gibt auch den Kellerschlüssel ab. 73.
Ein Zeuge bei der Übergabe Youssef bittet seinen Freund Karim, beim Termin dabei zu sein. Karim hört zu. Er macht keine unnötigen Kommentare. Er hilft nur, wenn Youssef etwas übersieht. Als der Kratzer im Wohnzimmer besprochen wird, zeigt Karim auf das alte Foto. Youssef findet dadurch schneller die richtige Datei. Karim notiert die Uhrzeit des Termins. Er zählt die Schlüssel mit. Am Ende liest er die Kopie ebenfalls kurz. Ein Zeuge kann hilfreich sein. Doch Youssef bleibt selbst verantwortlich. Er liest und unterschreibt das Dokument persönlich. 74. Eine digitale Wohnungsübergabe, manche Übergaben werden teilweise digital gemacht. Die Mitarbeiterin benutzt ein Tablet. Sie öffnet ein Formular. Für jeden Raum gibt es ein eigenes Feld. Sie macht Fotos direkt mit dem Tablet. Youssef sieht die Einträge auf dem Bildschirm. Er fragt, kann ich den Text vor der Unterschrift lesen? Die Mitarbeiterin dreht das Tablet zu ihm. Youssef liest langsam. Dann setzt er seine digitale Unterschrift. Eine PDF-Datei wird automatisch erstellt. Youssef bekommt sie per E-Mail. Er öffnet die Datei noch am selben Tag. Auch bei einer digitalen Übergabe bleibt die Kontrolle wichtig. 75. Wenn die andere Person sehr schnell spricht, manchmal spricht eine Person zu schnell, dann versteht Youssef nur einzelne Wörter. Er sagt, bitte sprechen Sie etwas langsamer. Wenn ein Satz noch immer unklar ist, fragt er, können Sie den letzten Punkt wiederholen? Bei einer Zahl sagt er, bitte nennen Sie jede Ziffer einzeln. Bei einem langen Wort bittet er, können Sie das Wort aufschreiben? Diese Sätze geben ihm Zeit. Sie stoppen das Gespräch nicht. Sie machen es nur verständlicher. 76. Wenn Youssef nicht einverstanden ist, Youssef muss nicht jede Aussage sofort akzeptieren. Wenn er nicht einverstanden ist, bleibt er ruhig. Er sagt, ich sehe diesen Punkt anders. Dann zeigt er seinen Nachweis. Oder er sagt, ich möchte diese Formulierung noch prüfen. Bei einem Streit unterschreibt er nicht blind. Er kann um eine Pause bitten. Er kann eine geeignete Beratung suchen. Ein sachlicher Satz ist besser als ein lauter Streit. Das Ziel ist eine klare Dokumentation. 77. Wenn ein neuer Schaden entdeckt wird. In einer anderen Situation wird ein echter neuer Schaden gefunden. Eine Fliese in der Küche ist gebrochen. Der Schaden war beim Einzug nicht da. Youssef sieht die Stelle. Er bestreitet sie nicht. Bei diesem Raum er sagt, ja. Die Fliese ist während meiner Mietzeit beschädigt worden. Dann fragt er, wie wird der Schaden bewertet? Herr Berger macht ein Foto. Er beschreibt die genaue Stelle. Im Protokoll steht nicht nur Fliese kaputt. Dort steht eine Bodenfliese vor dem Herd gebrochen. Youssef bekommt später eine nachvollziehbare Abrechnung. So kann er prüfen, welche Kosten verlangt werden. 78. Die Kaution auf dem Bankkonto beim Einzug hat Youssef die Kaution überwiesen. Er findet den alten Kontoauszug. Dort stehen Datum und Betrag. Die Überweisung ist klar bezeichnet. Kaution für Wohnung in der Lindenstraße. Youssef speichert auch diesen Nachweis. Später kann er zeigen, wie viel er gezahlt hat. Bei der Rückzahlung prüft er den Eingang auf dem Konto. Er vergleicht den Betrag mit der Abrechnung. Wenn ein Teil fehlt, fragt er gezielt nach. 79.
Eine neue Bankverbindung zwischen Auszug und Rückzahlung wechselt Youssef sein Bankkonto. Darum informiert er Herrn Berger schriftlich. Bei diesem Raum er schreibt: Für die Rückzahlung nutzen Sie bitte meine neue Bankverbindung. Dann nennt er die Daten. Aus Sicherheitsgründen prüft er die Empfängeradresse. Er sendet die Informationen nicht an eine unbekannte Person. Herr Berger bestätigt den Erhalt. Später kommt die Rückzahlung auf das neue Konto. Youssef kontrolliert den Betrag. 80. Betriebskosten nach dem Auszug. Nach dem Auszug kann noch eine Betriebskostenabrechnung kommen. Darin stehen Kosten für einen bestimmten Zeitraum. Youssef prüft zuerst den Abrechnungszeitraum. Dann schaut er auf seine alte Adresse. Danach liest er den Endbetrag. Er versteht eine Position nicht. Darum fragt er: Bitte erklären Sie mir diese Kosten. Er bittet um eine übersichtliche Darstellung. Youssef verwechselt die Betriebskostenabrechnung nicht mit dem Übergabeprotokoll. Beide Dokumente haben unterschiedliche Aufgaben. 81. Eine Frist richtig notieren. Youssef bekommt einen Brief mit einer Frist. Er liest das Datum zweimal. Dann schreibt er es in seinen Kalender. Zusätzlich stellt er eine Erinnerung ein. Die Erinnerung kommt 5 Tage vorher. So hat er genug Zeit. Er legt den Brief in einen sichtbaren Ordner. Auf den Ordner schreibt er Antwort bis 15. September. Diese einfache Methode verhindert, dass die Frist vergessen wird. 82. Hilfe bei einer Beratungsstelle. Eine Abrechnung bleibt unklar. Youssef vereinbart einen Termin bei einer Beratungsstelle. Er bringt den Mietvertrag mit. Außerdem nimmt er beide Protokolle mit. Auch Fotos und E-Mails sind dabei. Die Beraterin fragt: Was möchten Sie genau klären? Youssef antwortet: Es geht um einen Abzug von der Kaution. Dann zeigt er die betreffende Zeile. Die Beraterin liest die Unterlagen. Sie erklärt die möglichen nächsten Schritte. Youssef schreibt die wichtigsten Punkte auf. 83. Eine vollständige E-Mail mit Anlagen. Youssef schreibt eine E-Mail. Er achtet auf einen klaren Betreff. Betreff: Frage zur Kautionsabrechnung. Im Text nennt er die Wohnung und das Übergabedatum. Dann beschreibt er den unklaren Abzug. Während dieser Kontrolle er schreibt: Im Übergabeprotokoll wurde dieser Schaden nicht festgehalten. Danach nennt er seine Bitte. Bitte prüfen Sie die Position und schicken Sie mir einen Nachweis. Als Anlagen fügt er das Protokoll und 2 Fotos hinzu. Vor dem Senden kontrolliert er die Dateien. Dann schickt er die Nachricht ab. 84. Die endgültige Rückzahlung. Nach der Korrektur kommt die endgültige Abrechnung. Youssef öffnet das Dokument. Der falsche Reparaturabzug ist verschwunden. Die Teilzahlung wird genannt. Auch der Restbetrag ist klar. Youssef addiert beide Zahlungen. Die Summe entspricht der Kaution. Dann prüft er das Bankkonto. Der letzte Betrag ist angekommen. Er speichert die Abrechnung. Danach schreibt er eine kurze Bestätigung: Vielen Dank. Die Rückzahlung ist vollständig eingegangen. Nun kann er den Vorgang abschließen. 85. Der Tag nach der Wohnungsübergabe. Am nächsten Morgen wacht Youssef in der neuen Wohnung auf. Viele Kisten stehen noch im Flur. Trotzdem nimmt er sich 10 Minuten für die alte Wohnung. Er öffnet seinen digitalen Ordner.
Dort sieht er die Fotos von gestern. Dann öffnet er das Übergabeprotokoll. Er vergleicht Datum und Adresse. Beide Angaben stimmen. Danach prüft er die 5 Schlüssel im Protokoll. Auch diese Zahl ist richtig. Yusef schreibt eine kleine Notiz. Übergabe abgeschlossen. Kopie erhalten. Zähler gemeldet. Kaution noch offen. Diese 4 Zeilen geben ihm einen Überblick. Er muss nicht jeden Tag an das Thema denken. Die offene Aufgabe bleibt trotzdem sichtbar. In 3 Wochen möchte er den Stand der Kaution prüfen. Darum stellt er eine Erinnerung im Kalender ein. Dann schließt er den Ordner und kümmert sich um die neuen Kisten. 86. Ein Gespräch mit der Nachmieterin vor der Übergabe trifft Yusef die neue Mieterin. Sie heißt Julia. Julia möchte wissen, welche Möbel in der Wohnung bleiben. Yusef erklärt, der Herd und der Kühlschrank gehören zur Wohnung. Sein eigener kleiner Schrank kommt mit. Julia fragt nach dem Keller. Yusef zeigt ihr die Nummer des Kellerraums. Er gibt ihr aber keinen Schlüssel. Die Schlüssel bekommt sie später vom Vermieter. Dann fragt Julia, gab es Probleme mit der Heizung? Yusef antwortet ehrlich, nein. Die Heizung hat funktioniert. Er erwähnt auch die alte Delle am Heizkörper. Diese Stelle ist im Einzugsprotokoll dokumentiert. Das Gespräch ist freundlich. Yusef verspricht nichts, was nicht in seiner Verantwortung liegt. Die eigentliche Übergabe macht er weiterhin mit dem Vermieter. 87. Ein falscher Zählerstand in der Abschlussrechnung. Ein Monat nach dem Auszug bekommt Yusef die Abschlussrechnung für Strom. Der Verbrauch wirkt sehr hoch. Yusef sucht das Foto vom Übergabetag. Auf dem Foto steht 48. 217. In der Rechnung steht 48. 712. 2 Ziffern wurden vertauscht. Yusef markiert beide Zahlen. Dann schreibt er dem Energieanbieter. Guten Tag, in meiner Abschlussrechnung steht ein falscher Zählerstand. Am Tag des Auszugs war der Stand 48. 217. Im Anhang finden Sie ein Foto und das Übergabeprotokoll. Bitte prüfen Sie die Rechnung. Der Anbieter antwortet nach einigen Tagen. Die Zahl wird korrigiert. Yusef bekommt eine neue Rechnung. Diesmal stimmt der Betrag. 88. Wenn die Kaution länger offen bleibt, mehrere Monate vergehen. Ein Teil der Kaution ist noch nicht ausgezahlt. Yusef prüft seine bisherigen Nachrichten. Herr Berger hatte einen bestimmten Grund genannt. Die spätere Abrechnung war noch offen. Nun ist der genannte Zeitraum vorbei. Yusef schreibt erneut. Er bleibt sachlich. Er nennt das Übergabedatum. Dann nennt er die bereits erhaltene Teilzahlung. Zum Schluss fragt er nach dem Restbetrag. Herr Berger antwortet mit einem konkreten Datum. Yusef trägt das Datum in den Kalender ein. Falls erneut keine Zahlung kommt, möchte er passende Beratung suchen. Er wartet nicht unbegrenzt ohne Information. 89. Sprachübung mit Raum und Zustand höre die kurzen Sätze. Der Flur ist leer. Die Wohnungstür schließt gut. Das Wohnzimmer ist sauber. Der Boden hat einen alten Kratzer. Das Schlafzimmer ist vollständig geräumt. Die Fenster lassen sich öffnen. Die Küche ist gereinigt. Der Herd funktioniert. Das Bad ist trocken. Die Dusche ist sauber.
Der Balkon ist leer. Das Geländer ist fest. Der Kellerraum ist geräumt. Der Schlüssel passt. Die Zählerstände sind fotografiert. Das Protokoll ist vollständig. Alle Schlüssel wurden abgegeben. Die Kopie ist gespeichert. Die Kaution wird geprüft. Die letzte Zahlung ist angekommen. 90. Abschließende Hörgeschichte Yusef denkt noch einmal an den gesamten Umzug zurück. Am Anfang sah die Aufgabe groß aus. Er musste packen. Er musste reinigen. Er musste Dokumente suchen. Dann kam der Übergabetermin. Doch jeder Schritt war klein. Ein Raum, ein Foto, eine Zahl, ein Schlüssel, eine Zeile im Protokoll. Als der Vermieter den Kratzer sah, blieb Yusef ruhig. Er hatte einen alten Nachweis. Als eine Zahl schwer zu lesen war, fragte er noch einmal. Als eine Formulierung zu ungenau war, bat er um Änderung. Nach dem Termin speicherte er alle Unterlagen. Später prüfte er jede Zahlung. Ein falscher Abzug wurde korrigiert. Auch ein falscher Zählerstand konnte verbessert werden. Am Ende war die alte Wohnung wirklich abgeschlossen. Yusef hatte nicht perfekt gesprochen. Er hatte aber klar gefragt. Er hatte genau gelesen. Und er hatte wichtige Informationen aufbewahrt. Das war genug.